Schönen guten Morgen. Mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Peru unterwegs und gestern habe ich mich aufgemacht auf den Weg in den Dschungel und den habe ich aber noch nicht erreicht, denn ich bin immer noch in den Bergen, 3600 Meter glaube ich hier, wo ich übernachtet habe. La Union heißt der Ort. Und ich zeige es mal, hier mein Hotelfenster. Der Ort ist keine Schönheit, aber die Natur außenrum ist halt brutal. Das Problem ist, ihr seht schon, es regnet. Ja, ich habe noch eine Stunde, bis ich auschecken muss. Ich hoffe, dass der Regen dann verschwindet. Es war eigentlich Regen nur für nachmittags angekündigt. Mal schauen, wie es läuft. Okay, hasta luego. So, das hier ist mein Parkplatz, meine Garage gewesen für heute Nacht. Ich habe fast alles drauf gelassen. Das war dann hier zu. Ja. Jetzt geht's los. 135 Kilometer, 4 Stunden. Was macht er jetzt? Mann, oh Mann. Und ja, bei iOverlander habe ich mir wegen Hotel geguckt und da stand dann extrem so ein Warnzeichen, aber das habe ich ja schon oft gehabt. Extrem schlechte Straße, die auch irgendwie bis 5 Uhr nachmittags gesperrt war, noch im Dezember. Jetzt ist Mai. Also man konnte gar nicht fahren. Extrem schlechte Straße und das also Google auch 4 Stunden, 135 Kilometer. Könnt ihr euch vorstellen, wie gut die Straße ist. Dann mit dem Regen. Jetzt regnet es Gott sei Dank nicht mehr. Aber ihr seht, es ist alles nass. Ja, ich habe dann diesen Typen eben, der da bei der Garage war, gefragt. Und der hat gesagt, ja, ich arbeite in Huanaco. Dann habe ich gesagt, und ist die Straße sehr schlecht? Und dann hat er so kurz gezögert. Ja, wenn du langsam fährst, geht's. Also wenn das ein Einheimischer sagt, das macht mir ein bisschen Sorgen. Es ist 11 Uhr, relativ früh unterwegs. Selbst wenn ich 4 Stunden brauche, sollte ich nicht ins Dunkle kommen, außer wenn die Straße bis abends gesperrt ist. Dann muss ich da irgendwie ein paar Stunden warten. Ich habe irgendwie, ja, gestern ging das ja hier schlecht, ja. Und da habe ich irgendwie den Kilometer zurückgestellt. Jetzt weiß ich nicht genau, wie viele Kilometer ich mit dem Tank gefahren bin, aber ungefähr 170. Das heißt, ich könnte eigentlich easy bis dahin kommen. Gerade in der Höhe, ach so, apropos Höhe, ich habe auch ein bisschen übertrieben, es sind nicht 3600 Meter, sondern knapp 3200. So, hier sind nochmal, also die Natur ist hier schon wirklich sehr schön, die Stadt ist dafür sehr hässlich, finde ich. Es ist halt alles so im Bau, ja. Naja. Ich habe heute meine wasserdichten Socken angezogen. Und gibt es auch was zu essen? Ich habe noch nichts gegessen. Aber ich will jetzt erstmal ein bisschen wenigstens fahren. Vielleicht, wenn der erste Regen kommt, essen. Ach, jetzt bin ich hier falsch gefahren. Nächste links geht wahrscheinlich auch, oder? Hier ist jetzt durch. Da muss ich nochmal drehen. Wieder fahren. Ich wollte mich verarschen. Ich passe auch nicht auf. Ja.
jetzt aber hier. Und dann auf dem Schlammweg. Das ist es halt, Dschungel finde ich halt voll geil, aber die Wege, es ist ja hier noch nicht mal Dschungel, aber im Dschungel war es halt auch in Bolivien so, alles Schlamm, alles Schlamm. Aber ich fahre gemütlich, bin gut in der Zeit. Ich versuche nicht so oft anzuhalten, um noch mehr Zeit zu vertrödeln. Auch bei diesem Matschewetter habe ich gar keinen Bock. Und dann habe ich jetzt keinen Bock, mich hier lang zu quälen am Limit. Sondern tranquilo. Das sind immer die schlimmsten Stellen, kennt ihr schon. Die Baustellen. Ewigen Baustellen. Mal ein bisschen gucken, wie zu der Reifen schon ist. Aha. Buenas. Ist halt auch, wenn man so langsam fahren muss, das nervt auch, dass man nicht das Tempo fahren kann, wie man will. So, ich fahre da jetzt dran vorbei, das ist mir jetzt wurscht. Mal gucken, dass die nicht ausscheren, weil da guckt keiner nach hinten. Wenn dich so eine Baggerschaufel erwischt, bist du tot. So. Ja, wenn es trocken wäre, wäre es halt eigentlich eine Top-Piste. So muss man ein bisschen gucken. So, der erste kleine Stopp. Ich mache immer so gerne, also gerne nicht, aber das ist schlau, wenn man so nach 20 Kilometern oder so mal anhält oder nach einer halben Stunde und mal guckt, wie das Gepäck heute verladen ist, weil manchmal macht man es schlecht und dann hängen die ganzen Kabel runter oder irgendeine Tasche hängt schon runter, schon zigmal gehabt. Aber heute ist ganz gut, bisher alles fest. Witzig ist, es geht wieder bergauf anstatt bergab. Es ist hier, glaube ich, so am Berg entlang. Ich weiß jetzt nicht, Huánuco oder wie das heißt, wie das so ist. Wie hoch das liegt. Ich lasse mich überraschen. Es bringt auch nichts. Ich weiß nicht, es gibt dann, ja... Ah, hier ist es wieder so. Bringt auch nichts, da jetzt zu gucken, ich muss sowieso dahin, egal was ist. Also ich fahre jetzt nicht mehr zurück nach Lima oder nach Ecuador oder irgendwas. Könnte ich natürlich machen, wenn es zu extrem wird, aber das will ich erstmal sehen. Deswegen, wenn ich da jetzt nachgucke, da mache ich mir nur mehr selber Angst. Oh, alles ist so schlimm und oh Gott, oh Gott. Das ist echt, das mache ich eigentlich nicht gerne mehr. Wenn es der einzige Weg ist, einfach fahren. Wird man schon sehen, wenn es nicht weitergeht. Gut. Es ist wenigstens nicht so nass. Rutschi, rutschi, rutschi. Ja, ist eine Katastrophenstraße, kann man auf jeden Fall sagen. So, ich glaube, hier. Was gibt's? Saltado de Coliflor, also irgendwie Blumenkohl. Saltado ist immer dieses geschnetzelte. Reis mit Huhn. Forelle frittiert mit Papas, also mit
Pommes. Und Reis Cubana hatte ich auch schon mal. Weiß ich nicht mehr genau, was es ist, aber hatte ich schon mal. Ja, okay. Das nehme ich. Ah, frisch gestärkt. Das war lecker. Blumenkohl Saltado habe ich genommen. Das ist dieses Geschnetzelte mit Gemüse, so klein gehackt, immer Saltado. Lomo Saltado ist dann immer Filet. Lomo ist Filet, glaube ich. Auf jeden Fall sind das immer die guten Fleischstücke. Und das ist das teuerste, aber das hatten sie jetzt auch gar nicht. Aber das hatte ich noch nie. Blumenkohl Saltado. War auch Hühnchen drin natürlich. Habe ich gegessen und Süppchen dazu und ein Getränk. 2 Euro. Jetzt ist es, Gott sei Dank, bin ich jetzt nicht in der Touri-Zone mehr, weil ich habe heute meine Finanzen gesehen, Abrechnung von diesem Monat, 1500 Euro ausgegeben. Aber ich habe natürlich auch Sachen gekauft fürs Motorrad und so weiter und war in Lima. Da ist halt richtig teuer und ich habe diese ganzen, 100 Euro oder 70 Euro, wie viel ungefähr, habe ich allein für diesen Flug in Nazca ausgegeben, Machu Picchu gemacht, hat glaube ich 30 Eintritt gekostet oder so. Also ich habe schon auch Geld, also ich weiß, wo es hingegangen ist, zum Teil. Aber jetzt eben, ja, kostet halt ein Tag dann 10 Euro. Und das ist okay. Ach du Scheiße. Was haben wir hier? Okay. Ist immer auch so, ja, in Bolivien bin ich Matsch gefahren, aber das war quasi das einzigste Mal, wo ich so Matsch gefahren bin. Es ist noch nicht so mein Terrain, wo ich jetzt sage, okay, ich weiß ganz genau, wie ich da fahren muss. Jetzt warte ich. Das habe ich auch gelernt, nicht immer reinfahren, sondern warten. Ja, ansonsten, Umgebung ist brutal. Es nieselt manchmal so ein bisschen, aber im Moment ist okay. Ach du Scheiße. Sieht nicht gut aus. Es ist gut, dass immer diese Trockenstücke sind. Da kann sich der Reifen wieder befreien, weil ich habe natürlich auch nur 50-50 Reifen, sogar vorne ein bisschen mehr, sogar nur für die Straße. Das ist natürlich völlig ungeeignet für so eine Unterlage. Das macht dann immer auch einen riesen Unterschied, was du für einen Reifen hast. Ui, ein Asphaltstück mit riesigen Schlaglöchern, aber ein Asphaltstück. Oh, hier ist er. Bisschen Sand, aber sonst ist es ja nagelneu asphaltiert. Hui! Man soll 20 fahren. Und das war's. 10 Meter Asphalt. Okay.
Das ist geil, ich hatte eigentlich kurz gewartet, damit ich ein bisschen Platz habe. Da haben die mich alle direkt überholt und du kannst hier nicht warten, weil dann kommen die alle von hinten, die warten nicht. Selbst wenn du mitten auf der Straße stehst, die drängeln sich dann vorbei. Also wirklich, die fahren Auto ohne zu denken. Die raffen das dann auch gar nicht, warum du wartest. Und als ich nicht gewartet habe, wisst ihr noch, da beim Machu Picchu, da ist er mir vorne drauf gekachelt. Und dann, ja, du musst warten. Ja, wenn ich warte, dann warte ich einfach, dann habe ich keinen Platz, dann kann ich nie weiterfahren, weil hier ständig irgendwelche scheiß Autos kommen. Jetzt zum Beispiel warte ich. Jetzt kommt gleich der nächste von hinten. So, hier ist eine Baustelle. Die junge Dame, die da steht, hat gesagt, 1 Stunde muss ich warten ungefähr. Okay. Deswegen haben die ja sich auch schon irgendwelche Frauen verkaufen Nüsse und Popcorn und sowas. Ja. Ja, schön eingesaut, die Lucy. So, jetzt regnet es ein bisschen. Hier lebst, ey. Was machen die Leute hier? Nichts. So, 10 Minuten gefahren, noch nicht mal, 7 vielleicht. Nächste Baustelle, wieder warten. Die Jungs von der Baustelle haben gesagt, 3 Stunden noch bis zu diesem Ort. Also alles länger als gedacht natürlich. Ja, immerhin hat es jetzt aufgehört zu regnen. Ich habe noch nicht mal die Hälfte der Kilometer. Nur 4 Stunden unterwegs. Gut, 40 Minuten habe ich Pause gemacht, aber trotzdem 3,5 für 60 Kilometer, 55. Und schon wieder. Buenas. Hola.
Quanto? Cinco. Ah, okay. Ja, das ist das, was in Overländer stand, dass es um 5 aufmacht. Okay. Okay. So, jetzt ist 5 und die Leute rasten hier aus. Oh, oh. Aber gehupt wie Sau. Was bringt das? Naja. Das war jetzt nochmal knackig. Das Schlimmste daran ist, wie die fahren. Ey. Außer mir schon lieb, wenn ich noch ankommen würde, bevor es dunkel ist. Das ist unglaublich. 135 Kilometer, den ganzen Tag gebraucht. Naja. Ich hoffe, dass ich wenigstens ein schönes Hotel finde. So, 135, 136 sogar schon. Das müsste jetzt das hier schon die Stadt sein quasi. Oder die Ausläufer davon. Bin ich guter Hoffnung, dass es hier gutes Internet gibt, dass ich hier mal noch mal 3 Tage arbeiten kann, bevor ich dann richtig in den Dschungel reinfahre. Tankstelle. Das gehe ich jetzt noch den 1 Kilometer oder 2. Mensch, müsste schon ziemlich leer sein. Huánuco. Ich muss jetzt hier irgendwie links, wie auch immer das gehen soll, so wie der das macht. Oh, das sieht doch ganz nett aus hier. Oh. Wie ihr seht, liege ich auf meinem Bett, eingecheckt, gleich erstes Hotel. Hatte mir 4 rausgesucht oder so. Erstes war gleich ein Treffer, Garage, 10 Euro, eigenes Zimmer mit Bad. Wenn ich hier kurz dahin meine Sachen, ist das Bett. Hier ist also, es ist einfach nur ein Zimmer, da ist ein kleiner Schreibtisch, da ist das Badezimmer, das war's, Fernseher gibt's. Gutes Wi-Fi. Und ja, ich bin fertig. Das war brutal anstrengend. Ja, nach 100 Kilometern war ich eigentlich schon platt. 130 Kilometer bin halt um 6 eingetrudelt. Unglaublich, von 11 bis 6. Gut, da war 40 Minuten Essen dabei. Irgendwie 2 Stunden an irgendwelchen Dingern warten insgesamt. Aber trotzdem. Wow. Naja,
jetzt bin ich hier und das Geile ist, es sind hier 20 Grad, es ist jetzt 7 Uhr oder so. 20 Grad und unter 2000 Meter, also 1970 oder so. Ich möchte mich schon mal für die Unterstützung bedanken bei Vulkan Wasaki, das ist ein Instagram-Name, vielen Dank, und bei Tempo 37 km/h. Lustige Namen heute. Vielen, vielen Dank. Ja, es kommt noch ein bisschen was aus Huanaco. So heißt es. Bis dahin. Jetzt muss ich erstmal essen, duschen und so weiter.